Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher. Und heute möchte ich mich an einem Video versuchen, das etwas in den Bereich Fantasy hineingeht. Vielleicht nicht ganz, ja? Lassen Sie mich zuerst erklären. Postapokalyptische Welt und die optimalsten Begleiter in der Welt der Hunde für so eine Endzeit. Ich habe im Titelbild Mad Max gepostet mit seinem Australian Cattle Dog in diese Richtung hinein. Postapokalyptische Welt. Die Weltpolitik dreht am Rad, drückt am roten Knopf. Oder es knallt uns ein Asteroid auf den Kopf. Oder der Klimawandel nimmt derartig extreme Formen an, dass es entweder bitterkalt oder brennheiß wird. Oder wir erleiden einen gewaltigen Sonnensturm, der sämtliche Transformatoren auf der Erde schmelzen lässt. Die können nicht repariert werden, die müssen ausgetauscht werden. Das kann Monate oder Jahre dauern, wo wir keinen Strom haben, kein Trinkwasser, keine medizinische Versorgung. Die sämtliche Infrastruktur bricht zusammen, die Menschen drehen durch, es gibt Plünderungen und so weiter. Katastrophenszenario. Sie wissen schon, die wenigsten von uns wünschen sich so etwas herbei. Es wird den einen oder anderen Verrückten geben, der das als Abenteuer sehen würde. Doch die vernünftigen Menschen, die wollen so etwas nie erleben. Es gibt da diese sogenannten Prepares draußen. Das ist eine Gemeinschaft von Leuten, die sich auf solche Endzeitszenarien vorbereiten. Die bauen sich Bunker, die lagern Nahrungsmittel und so weiter. Sie wissen schon, werden von vielen Menschen belächelt, von vielen aber auch nicht. Ich sehe das eher neutral, wenn das der Sinn des Lebens dieser Leute ist, wenn die derartige Dinge benötigen, um besser schlafen zu können. Sollen sie das tun, das steht ihnen zu. Kann leicht sein, dass diese Leute nachher im Fall der Fälle die anderen belächeln. Ja? Doch von dieser Zeit rede ich. So, was würde ich von einem Hund verlangen, wenn ich ihn als optimalen Begleiter für mich in so einer Zeit beschreiben möchte? Ich sage mal so, das sollte ein Profi sein, ein Allrounder sein. Der Hund müsste wetterfest sein, das heißt, die Fellbeschaffenheit müsste so sein, dass dieser Hund kalte Temperaturen, mittlere und warme bis heiße Temperaturen erträgt. Da kann ich dann gleich ein paar Beispiele geben, wo das nicht so ist. Außerdem sollte dieser Hund ein guter, ein passabler Jäger sein, der dazu fähig ist, sowohl Kleinwild zu jagen, zu erwischen, ja, aber auch größeres Wild packen und niederreißen zu können, also ein Jagdgefährte für sie. Und ganz wichtig, dieser Hund sollte Wach- und Schutzeigenschaften besitzen. Sie wissen schon, Plünderer hin und her, ja, liebe Zuseher, im Fall der Fälle laufen da draußen wahrscheinlich zigtausende oder hunderttausende Menschen herum, die mit Schusswaffen bewaffnet sind. Doch nicht jeder hat Schusswaffen. Im Falle eines Überfalls von Plünderern mit Schusswaffen wird ihnen ein Hund wenig Schutz bieten können, wenn der Träger der Schusswaffe ein guter Schütze ist. Doch wie gesagt, nicht alle Plünderer hätten Schusswaffen. Viele würden auf konventionelle Schlag-, Stichwaffen zurückgreifen und ihnen damit höchstwahrscheinlich ihr verbliebenes Hab und Gut rauben wollen. Und hier könnten Hunde sehr gute Beschützer sein. Glauben Sie mir, ich war lange Figurant, Schutzhelfer am Abrichteplatz. Ich hatte sehr viele Hunde auf meinem Arm. Ich weiß, was Hunde für Energien und Power entwickeln können. Und haben sie auch nur 20 Kilo. Zum Beispiel. Das wären Voraussetzungen für mich, die einen optimalen Begleiter für eine postapokalyptische Welt darstellen. Jetzt gebe ich mal Beispiele von Hunden, die eigentlich viele Attribute mitnehmen, körperliche und wesenstechnische, aber wo es manchmal nur an einer scheitert. Nehmen wir her den Dobermann und dann nehmen wir her den Rottweiler. Der Dobermann ist kein klassischer Jagdhund, doch erfahrene Hundebesitzer oder interessierte Leute wissen, dass man den Dobermann nur etwas kitzeln muss, ja, um ihn zu einem passablen Jagdhund machen zu können. Ja. Dieser Hund ist sehr schnell, hat Power, der wäre ein Top-Jäger.
Der Dobermann ist ein exzellenter Wach- und Schutzhund, könnte sie hervorragend beschützen. Aber der Dobermann ist nicht wetterfest. Ist es kalt, und da sprechen wir schon von -5 Grad über Nacht, und Sie eventuell mit dem Hund unterwegs sind draußen im ländlichen Gebiet, wenn Sie das Glück haben, in so einem Szenario im ländlichen Gebiet, wo Wild vorkommt, zu leben, unterwegs sind, während der Rest Ihrer Familie zu Hause wartet, dass Sie mit Nahrung nach Hause kommen und ein Lager aufschlagen im Winter und die Temperaturen auf, sagen wir ja, -5, -10, -12, -15 Grad sinken, dann könnte es mit dem Dobermann sehr schnell knapp werden. Ein Dobermann friert recht leicht und in der Kälte fällt er aus. Ist dann eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen, weil er nur mehr zitternd herumläuft. Beim Rottweiler ist das Ganze genau umgekehrt. Ich habe viel mit Rottweilern gearbeitet. Auch der Rottweiler ist kein klassischer Jagdhund, doch man könnte mit etwas Gefühl einen passablen Jagdhund aus dem Rottweiler machen. Ganz sicher, auch wenn jetzt einige protestieren. Da bin ich mir 100% sicher. Gleichzeitig ist der Rottweiler genauso wie der Dobermann ein hervorragender Wächter und Beschützer. Doch mit dem wird es knapp, wenn es heiß ist. Und wenn Sie mit dem lagern, draußen oder unterwegs sind, in der Steppe oder im Wald und es 35 Grad hat, dann bricht Ihnen der Rottweiler weg. Nicht bei Kälte, der würde ein Lagern im Freien eventuell gut vertragen. Doch bei Hitze bricht Ihnen der Rottweiler weg und würde Ihnen keinen guten Gefährten mehr bei der Jagd darstellen. Das sind so Dinge, wo ich sage, diese Hunde würden für mich nicht zur ersten Wahl als Begleiter in einer Endzeit oder in einem Endzeit-Szenario gelten. Ja. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, hier einige Hunde zusammengestellt, die für mich optimale Begleiter wären. Ich habe mir 10 Hunderassen rausgesucht. Es gibt mit Sicherheit noch einige andere da draußen und vielleicht sind auch Sie Besitzer eines Hundes, der sich hierfür hervorragend eignen würde. Ja. So, lassen Sie uns dieses Abenteuer kurz mal beginnen und driften wir jetzt mit diesen Hunden in eine Zeit ab, die wir hoffentlich niemals erleben werden. Ich möchte als ersten Hund den Australian Cattle Dog vorschlagen und finde ihn deswegen als sehr guten Begleiter in einer postapokalyptischen Welt, nicht weil er beim Mad Max mitspielt und da einen sehr guten Gefährten darstellt, sondern dieser Hund, ich weiß, das ist ein Hüte- und Treibhund und man sagt, dass der Cattle Dog einen schwach ausgeprägten Jagdtrieb hat. Rassekenner werden mir aber bestätigen, dass der Hund oftmals einen sehr stark ausgeprägten Jagdtrieb hat. Und obwohl der Australian Cattle Dog in dieser Liste der kleinste und leichteste ist, hat dieser Hund enorme Power. Der ist blitzschnell, hat einen unheimlich harten Biss. Ja? Also der ist rein körperlich dazu fähig, Kleinwild zu jagen, zu reißen, aber auch größeres Wild zu halten, zu packen, eventuell niederzuwerfen und somit einen Top-Gefährten bei der Jagd für Sie darzustellen. Außerdem hat der Australian Cattle Dog eine sehr gute Fellbeschaffenheit für solche Szenarien. Das ist ein Stockhahn mit recht dicker Unterwolle. Der kommt sowohl mit kaltem Wetter wie auch mit heißem Wetter klar. Diese Unterwolle schützt ihn vor der Kälte und isoliert ihn vor der Hitze. Ein sehr wetterfester Hund. Und der Australian Cattle Dog ist ein sehr guter Wach- und Schutzhund. Und wie gesagt, nochmal, glauben Sie mir, dieser Hund hat vielleicht 23 Kilo, aber ein energischer, ein entschlossener Australian Cattle Dog, den wollen Sie als Angreifer nicht als Gegner haben, wenn Sie mit bloßen Händen dastehen. Vertrauen Sie mir. Australian Cattle Dog, meine erste Empfehlung. Gleich zur zweiten. Gehen wir nach Belgien zum Malinois. Ja, einer der beliebtesten Polizeihunde, Militärhunde, Suchhunde und so weiter auf der ganzen Welt. Ein unheimlich athletischer Supersportler mit ausgeprägten Wach- und Schutzeigenschaften extrem. Auch der Malinois wie alle anderen Schäferhunde kein typischer Jagdhund. Aber viel Arbeit braucht man nicht, ja, um einen Malinois zur Jagd zu bringen. Also wenn ich mit einem Malinois draußen unterwegs bin, ich bin mir sicher, wenn ich dem klar mache, schau zu, diesen Hasen, den holen wir uns jetzt. Und der noch nie was von der Jagd gehört hatte, ja, der ist da voll dabei. Das garantiere ich Ihnen. So Hunde dieses Schlages, dieses Types, ja, sind sehr schnell jagdlich, gut brauchlich, ja, zu gebrauchen. Puh. Deutsch ist eine sehr schwere Sprache. Ich beweise das sehr oft. Der Malinois, ein Top-Hund, außerdem eine Fellbeschaffenheit, die sich auch eignet
für zum Beispiel Lagerungen draußen, wenn sie unterwegs sind und die Familie wartet darauf, dass sie wieder nach Hause kommen. Sie lagern draußen, machen ein provisorisches Lager, übernachten. Stockhaar mit recht dicker Unterwolle, schützt vor Kälte, schützt vor Hitze. Der nächste ist der Hollandse Herdershund und den hätte ich eigentlich mit dem Malinois in einem Zug nennen können, aber das ist eine andere Hunderasse, deswegen nenne ich ihn extra. Sieht dem Malinois sehr ähnlich, gibt es nur geringe Unterschiede in der Optik, ja, und man spricht auch von etwas unterschiedlichen Wesen, aber im Groben gesehen sind das dieselben Hunde. Bitte schreien Sie nicht auf, liebe Leute des Mali-Lagers oder des Holländer-Lagers. Ich sage ja, im Groben gesehen. Sie sind sich sehr ähnlich. Und für den Hollandse Herdershund gilt genau das Gleiche wie für den Malinois, meiner Meinung nach. Ja. Eine Top-Empfehlung als Begleiter in einer postapokalyptischen Welt. Jetzt gehen wir zum Akita Inu. Auch den würde ich empfehlen, aber nicht den American Akita, sondern den japanischen Akita. Schauen Sie, ich habe deswegen den japanischen Akita hier reingenommen und nicht den American Akita, aus demselben Grund, weshalb ich auch keine Molosser hier mit reingenommen habe. Der American Akita wäre meiner Meinung nach zu massig, zu schwerfällig für solch einen Hund. Er hat das richtige Fell und das richtige Wesen, sie zu beschützen und zu bewachen. Doch dieser Hund hat etwas mehr Futterbedarf aufgrund seiner Masse. Wenn der viel unterwegs ist, beginnt er viel schneller zu hungern als die anderen Hunde, die sich auf dieser Liste befinden. Das gilt eben auch für die Molosser, die besten Beschützer und Bewacher und einige sehr gute Jagdhunde dabei. Aber eher nicht wetterfest, nicht geeignet für kaltes Wetter und recht massig. Das bedeutet bei viel Bewegung enorm viel Energieverbrauch, viel Futterbedarf. Und in so Endzeitszenarien ist es oft sehr knapp mit der Nahrung. Ja? Und hier brauche ich Hunde, die diesbezüglich härter sind, ja? Die weniger brauchen, die mit weniger zurechtkommen. Deswegen kein Molosser, deswegen nicht der American Akita und deswegen auch nicht der Irish Wolfhound. Denn der wäre eigentlich ein Top-Begleiter in einer postapokalyptischen Welt. Groß, Top-Fell, Wahnsinnsjäger, guter Bewacher und Beschützer, aber zu massig. Riesig groß, ein kleines Pferd. Dieser Hund gehört ernährt. Und wenn Sie nicht neben einem fischreichen Fluss leben und direkt neben einem Wald, wo es vor Wild nur so wimmelt, ja, dann würde für mich der Irish Wolfhound nicht als Top-Begleiter in einer postapokalyptischen Welt in Frage kommen, weil er einfach zu viel Nahrungsbedarf hat. Ja, und deswegen den Akita Inu und nicht den American Akita. Der Akita Inu, Top-Fell für solche Szenarien, ja, schützt vor Hitze, schützt vor Kälte, ein Top-Jäger, war immer schon ein Jagdhund, ein guter Bewacher und Beschützer. Akita Inu, der japanische. Und jetzt kommen wir zum einzigen Terrier in dieser Liste und das ist der Erdil Terrier, der König der Terrier, der größte der Terrier, wenn wir den russischen Terrier außen vor lassen, welcher für mich kein richtiger Terrier ist. Der Erdil Terrier, wenn er nicht geschoren, nicht getrimmt wird, hat ein absolut wetterfestes Fell. Ja. Ist ein Top-Jagdhund und wird auch heute noch gerne in der USA als Packer aufs Wildschwein verwendet. Diese Hunde sind beinharte Jagdhunde und superwach- und Schutzhunde. Die bewachen sie, die beschützen sie. Der Erdil Terrier gehört auch zu den neuen Gebrauchshunderassen. Das sind alles gute Wach- und Schutzhunde. Der Erdil Terrier stellt für mich eine klare Empfehlung als Begleiter, als guter Begleiter in einem Endzeitszenario dar. Ja? In einer postapokalyptischen Welt, wo wir alle ums Überleben raufen. Und da kann ein guter Hund, ist da nie ein Fehler. Ja? Ja, ist ein Maul mehr zu stopfen. Dafür ist das ein Maul, das vielleicht hilft, ihren Magen zu füllen. Ja? Bei der Jagd und so weiter. Und sie am Leben hält, indem er sie beschützt. Erdil Terrier, eine klare Empfehlung von mir, als Begleiter in einer postapokalyptischen Welt. Also liebe Prepares, merken. Und jetzt kommen wir zu einem sehr urwüchsigen Hund, auch einen klassischen Jagdhund, und zwar den karelischen Bärenhund. Unheimlich wetterfester Hund. Hitze, Kälte, normalerweise kein Problem. Hier halten wir uns allerdings fern von Extremen. Ich spreche nicht von minus 50 Grad und plus 50 Grad, da klappen ihnen alle Hunde weg, ja? Sondern ja, normale Wintertemperaturen und so weiter, Sommertemperaturen und alles, was dazwischen ist. Karelischer Bärenhund, ein Wahnsinnsjagdhund. Verwendet zur Jagd auf den Elch, auf den Bären, aufs Wildschwein, auf Kleinwild und so weiter. Immer schon Wach- und Schutzhund gewesen. Viele gute Jagdhunde da draußen, aber viele gute Jagdhunde haben von Schutztrieb noch nie etwas gehört. Karelischer Bärenhund ist ein Top-Jagdhund mit sehr ausgeprägten Wach- und Schutzeigenschaften. Ja. Würde für mich
als Top-Empfehlung gelten als Begleiter für eine postapokalyptische Welt. Karelischer Bärenhund. Jetzt kommen wir zu einem optisch ähnlichen Hund, auch zu einem Hund, der ähnliche Aufgaben hatte, immer wie der karelische Bärenhund, oder auch zu diesen Jagdhunden gehört, die einen stark ausgeprägten Wach- und Schutztrieb haben, die auch immer für Wach- und Schutzaufgaben nebenbei zur Jagd verwendet wurden. Und ich spreche hier vom schwedischen Elchhund, auch genannt Jämthund, der größte der Elchhunderassen. Dieser Hund ist ein fantastischer Jäger. Mit dem bejagen sie alles. Ja. Das ist ein unheimlich wetterharter Hund. Hitze, Kälte tun dem nichts. Ein sehr urwüchsiger Hund, der einen ausgeprägten Wach- und Schutztrieb hat. Der schwedische Elchhund wäre für mich eine klare Empfehlung als Begleiter für Leute in einer postapokalyptischen Welt. Ja, somit sind es nur mehr 3. Und hier möchte ich jetzt den tschechoslowakischen Wolfshund nennen. Der tschechoslowakische Wolfshund, ich habe über den auch schon ein Video gebracht. Man spricht oder man kann das eine oder andere noch einen Tschechoslowaken erhalten, der einen sehr ausgeprägten Fluchtinstinkt hat, den er vererbt bekommen hat von seinem Stammvater, vom Wolf, wo die letzten Rückzüchtungen viel kürzer geschahen als bei anderen Hunderassen. Ja? Ein Wolfshund erschaffen aus deutschen Schäferhunden und Wölfen. Und doch ist diese Rasse mehr oder weniger oder im Großteil heute schon so gefestigt, dass dieser Fluchttrieb, diese Fluchtbereitschaft immer kleiner wird. Es gibt sehr, sehr gute Wach- und Schutzhunde unter dem tschechoslowakischen Wolfshund. Ja. Und wenn Sie einen guten Jagdhund wollen, können Sie beruhigt auf den tschechoslowakischen Wolfshund zurückgreifen. Das ist ein mindestens genauso guter Jäger wie sein Vorfahre, der Wolf. Ja. Ein Top-Hund mit einer Fellbeschaffenheit, die allen Witterungsbedingungen trotzt. Ich würde den tschechoslowakischen Wolfshund ohne weiteres als Begleiter in einer postapokalyptischen Welt empfehlen. Und jetzt zu einem Verwandten von ihm, zur Nummer 9. Und das ist der Saarlos-Wolfshund, die schwedische Variante des Tschechen. Entstammt auch aus Kreuzungen deutschen Schäferhund mit Wölfen, aber waren das andere Wolfsrassen, die da mitspielten. Hat ein ähnliches Wesen wie der tschechoslowakische Wolfshund. Hier gibt es viele Diskussionen in den Foren zwischen Tschechoslowaken und Schweden. Ja, doch im Groben gesehen, so wie beim Mali und beim holländischen Herdershund, sage ich mal, ähneln sie sich sehr. Es sind sehr urwüchsige, unheimlich intelligente Hunde mit ausgeprägtem Jagdtrieb. Ja? Und auch die Fluchtbereitschaft war lange Zeit ein Problem beim Saarlos-Wolfhund. Doch diese Hunde festigen sich immer und immer mehr. Und immer mehr von diesen schwedischen Wolfshunden sind heute auf Abrichteplätzen zu finden, auch bei der Schutzarbeit. Der Wach- und Schutztrieb ist bei diesen Hunden sehr gut entwickelt. Ja. Es mögen nicht die besten Wach- und Schutzhunde sein, aber es sind gute Wach- und Schutzhunde. Und mit etwas Arbeit sind es sehr gute Wach- und Schutzhunde. Auch für den Schweden gilt extrem jagdtauglich. Enorm ausgeprägter Jagdtrieb, wie sein Vorfahre, wie sein Vorfahre der Wolf. Ja. Sehr wetterfest, genauso wie der tschechoslowakische Wolfshund, ein recht, sage ich mal, festes Deck hat, dichte Unterwolle, der trotzt Kälte, der trotzt Hitze, ein Top-Begleiter in einer postapokalyptischen Welt. Und jetzt komme ich zum letzten Hund, das heißt last but not least. Hier ist er nicht von 1 bis 10, vom schwächsten bis zum besten gegangen. Das heißt, der letzte Hund ist nur durch Zufall jetzt der letzte Hund. Und wie kann es anders sein? Eine klare Empfehlung von mir für Leute, die einen Begleiter in Hundeform für eine postapokalyptische Welt suchen, für ein Endszenario suchen. Der deutsche Schäferhund, klar. Ein Profi, ein Allrounder, der kann alles. Der deutsche Schäferhund ist wetterfest, Fellbeschaffenheit, stockhaarig, dichte Unterwolle. Der deutsche Schäferhund ist ein Top-Jäger, kein klassischer Jäger. Jeder deutsche Schäferhund, in jedem deutschen Schäferhund schlummert der Jagdtrieb des Wolfs. Ja, und einmal gejagt und sie haben einen puren Jagdhund. Ja. Also ein Top-Jäger, ein Wahnsinnsbewacher, ein vorzüglicher Beschützer. Der deutsche Schäferhund, ich sagte einmal beim Video über den deutschen Schäferhund speziell, würden Sie mich irgendwo aussetzen, zu einer Selbstversorgerhütte, und ich müsste binnen 10 Sekunden eine Hunderasse nennen, die ich mir in diese Selbstversorgerhütte, wo ich selbst jagen muss und das alles,
mitnehmen würde, ich würde sofort am deutschen Schäferhund denken. Das ist für mich eine absolut klare Empfehlung als Begleithund für Leute, die ums Überleben kämpfen in einer postapokalyptischen Welt. So, liebe Zuseher, das waren diese 10 Hunderassen. Ich wünsche mir natürlich niemals in solche Szenarien zu gelangen. Ich wünsche der ganzen Welt, der ganzen Menschheit das schönste Leben, keinen Atomkrieg. Ich wünsche uns Frieden vom Himmel. Also es soll uns kein Asteroid auf die Birne fallen und auch kein Sonnensturm erreichen, der alles niederreißt. Ja. Und das Klima soll sich wieder fangen. Wir können da sowieso nicht viel tun. Das ist eine Diskussionsfrage, aber ich möchte diesbezüglich hier nicht diskutieren, ja. Aber das war, wie gesagt, eben ein Video, das eher in den Fantasy-Bereich reingeht und Szenarien anspricht, die eventuell nicht so, ja, weiß ich nicht so sehr Fantasy sind. Ja, das kann ja alles passieren. Nochmal gesagt, wünschen tut sich das keiner von uns. Doch, vielleicht habe ich den einen oder anderen da draußen, der sogenannten Prepares erreicht, der sich dieses Video jetzt angesehen hat. Schlagen Sie zu auf einen dieser 10 Kapazunder und Sie haben einen tollen Begleiter, der Sie bei allen Ihren Überlebensstrategien und Taktiken sehr gut unterstützt. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen nach diesem Schreckensvideo noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.